Heute geht es ja um unsere Plan B-Reise nach Serbien. Also am 19. und 20. März 2025 lade ich dich herzlich ein, mit mir und einigen anderen Mandanten nach Belgrad, nach Serbien zu kommen. Übrigens auch, wenn du gar nicht dran denkst, nach Serbien auszuwandern, kannst du eben von dieser Plan B-Reise profitieren. Weil wir schauen uns ja unter anderem an, wie man eben Serbien in einen guten Plan B einbeziehen kann, auch wenn man da gar nicht wohnen will, wenn man da nicht hin auswandern will, vielleicht nur einen Zweitwohnsitz dort gründet, ein Bankkonto eröffnet, eine Firma gründet. Aber um all die Details geht's, wie gesagt, jetzt gleich noch im Video und dann auch vor allem vor Ort bei unserer Reise. Also übrigens, wenn du schon weißt, was du in Serbien tun möchtest, also zum Beispiel da gleich starten willst und schon weißt, du willst ein Konto eröffnen, du willst eine Firma gründen, du willst einen Zweitwohnsitz anmelden, willst vielleicht eine Wohnung mieten oder eine Wohnung kaufen, die du dann über unseren Partner vielleicht zunächst als Airbnb-Wohnung vermieten willst, vielleicht auch eine kleine Einnahme haben willst, um so einmal die Kosten da einigermaßen wieder ins Lot zu bringen. Also in dem Fall bitte kontaktiere unbedingt vorher unseren Partner vor Ort, Marin Ilic. Er spricht hervorragend Deutsch und er wird dir ganz genau sagen, was du an Dokumenten vorbereiten und mitbringen sollst, damit du dann das Maximale aus deinem Besuch direkt in Serbien rausholen kannst für dich. Und naja, viele unserer Mandanten, die arbeiten ja an ihrem persönlichen Plan B. Du gehörst vielleicht auch schon dazu und viele suchen nach Ländern, die einen einfachen Weg zu einem langfristigen Visum bieten. Das ist ja oftmals so der erste Schritt beim Plan B. Aber eben nicht nur das. Also zu einem Plan B gehören ja mehrere Bausteine. Und wenn du nach Serbien kommst, wirst du sehen, wie man Serbien eben mit einbeziehen kann und welche Bausteine in deinem Plan B du sozusagen aus Serbien da extrahieren kannst für dich. Also Plan B, wenn wir nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Also ein Plan B, was hat er für Elemente? Auf der einen Seite möchtest du Reisefreiheit haben, vielleicht durch einen zweiten Pass. Da haben wir viele Videos gemacht und übrigens auch in Serbien werden wir über die gesamten Passprogramme, die wir jetzt anbieten, wo wir dir helfen können, auch schnell und einfach eine zweite Staatsbürgerschaft zu erwerben. Auch das wird ein Thema mit sein bei unserem Workshop, auch wenn Serbien selber nicht in Frage kommt momentan als zweite Staatsbürgerschaft. Also Reisefreiheit als Plan B durch den zweiten Pass, durch ein goldenes oder permanentes Visa, eben ein oder mehrere Wohnsitze. Einige Länder sind eben leider unattraktiv geworden, die wir bisher so empfohlen haben. Also es gibt ja ganz einfache Möglichkeiten wie Mexiko, auch jetzt in Tansania, also in Sansibar sind wir gewesen. Da gibt es also sehr, sehr schnellen Zugang. Und andere sehr interessante Länder, die wir sehr gerne empfohlen haben, sind schwieriger geworden. Also Paraguay ist schwieriger geworden, Montenegro ist schwieriger geworden und viele andere Länder ist es eben leider nicht mehr so einfach. Also zum nächsten Punkt noch in deinem Plan B-Konzept, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, ist ja auch irgendein Ort, den du brauchst, um dir ein Refugium zu schaffen. Also nicht nur Reisefreiheit wie ein zweiter Pass, der dir ermöglicht auszureisen oder goldene Visa, die dir ermöglichen auszureisen in Krisenzeiten, sondern du willst auch irgendwo hin. Jetzt hat jemand vielleicht ein permanentes Visum von Mexiko, damit er Reisefreiheit hat in einer Krisezeit und die wird es ihm möglicherweise auch bringen, genauso wie auch ein zweiter Pass. Aber willst du dann in Mexiko leben? Möchtest du dich wirklich in Mexiko vielleicht zurückziehen und abwarten, bis es wieder ruhiger wird? Das ist eben die Frage. Genauso wer einen Pass vielleicht von Nauru erwirbt oder von Vanuatu. Also es ist ein tolles Freiheitskonzept mit einem zweiten Pass, aber möchtest du in Nauru leben? Also, deswegen siehst du schon, wenn du einen guten Plan B für dich und deine Familie konzipierst, brauchst du auf der einen Seite natürlich permanente Visa in bestimmten Ländern, aber eben vielleicht auch in irgendeinem Land ein Wohnsitz, ein Refugium, vielleicht ein kleines Appartement, das du am Anfang kaufst oder mietest und vielleicht auch dann in die Vermietung gibst über Airbnb oder unseren Partner zum Beispiel. Wir haben in verschiedenen Ländern Partner, die dann sowas für dich tun könnten. Und wenn du es brauchst, dann kannst du da eben jederzeit einreisen und hast da deinen Ruheort, dein Refugium für eine bestimmte Zeit. Also das ist durchaus auch ein Konzept und wir werden eben sehen, dieser Punkt, wie kannst du das vielleicht auch in Serbien für dich umsetzen. Weil Serbien bietet hier schon eine ganze Reihe Vorteile, schon dadurch, dass man Serbien mit dem Auto erreichen kann. Für viele ist das sehr wichtig. Manche möchten nicht ausschließlich Plan B Refugien oder Visa-Orte, die man vielleicht nur mit 20 Stunden Flug erreichen kann, vielleicht auch in einer erneuten Pandemie oder Krisenzeit gar nicht mehr erreichen kann. Und deswegen könnte eben auch ein
Land in Europa, nicht der Europäischen Union, sehr interessant sein als Bestandteil von deinem Plan B. Deswegen unter anderem fahren wir nach Serbien am 19. und 20. Ein weiterer Punkt für einen Plan B ist ja eben auch die Diversifizierung des Vermögens, also das vorhandene Vermögen schützen, neues Vermögen aufzubauen. Und beim Diversifizieren von Vermögen geht es ja nicht nur darum, dein Vermögen in verschiedene Klassen zu diversifizieren, sondern eben auch global, also geografisch zu diversifizieren. Und naja, wir beraten ja in unseren Beratungsgesprächen mit Mandanten, Sebastian und auch ich, oftmals ist es so, dass man nach dem Beratungsgespräch mit uns direkt im Anschluss schon vielleicht sein erstes Konto in den USA oder in der Schweiz eröffnet. Aber warum nicht auch ein Konto eben mal einem ganz anderen Teil des Finanzsystems, also vielleicht im Land, das eher den BRICS-Staaten künftig zugeordnet ist. Das kann durchaus sehr, sehr interessant sein, wenn du an Diversifizierung deines Vermögens, an Schutz des Vermögens und an Neuaufbau von Vermögen denkst. Übrigens auch eben vielleicht in einem Land zu sein, was kryptofreundlicher ist, was vielleicht auch ein klares Steuerkonzept für Kryptoeinkünfte oder Kapitalerträge hat. Also all das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen mit dir in Serbien dann vor Ort. Ein ganz wichtiger Punkt, der ja immer wieder in unseren Beratungsgesprächen, auch in unseren Events, zum Beispiel in unseren Seminaren und Workshops, zum Beispiel in das Schweizer Taschenmesser-Seminar, was wir zweimal im Jahr in Zürich haben, jetzt auch bald wieder. Da geht es ja um die 7 Elemente, wenn du deinen Plan B erstellst. Da ist eben auch das Schaffen von internationalen Gesellschaftsstrukturen ein ganz wichtiges Element. Das heißt eben ein oder mehrere Gesellschaften, Firmen zu gründen, vielleicht eine Stiftung, wenn das für deine Nachlassplanung interessant sein könnte. Und auch das werden wir uns in Serbien anschauen. Wir werden uns damit beschäftigen, kann man in Serbien eine Stiftung gründen? Was kann man in Serbien für Gesellschaftsstrukturen gründen? Wie geht das? Wie teuer ist das? Was braucht man für Dokumente? Und wenn du möchtest, kannst du eben am zweiten Tag direkt damit starten. Wichtig ist einfach, dass du eben an deinem Plan B arbeitest. Und das geht nur, indem du eben Wissen sammelst. Deswegen schaust du ja wahrscheinlich auch dieses Video. Vielleicht hast du schon sehr, sehr viele andere Videos geschaut, Webseiten gelesen. Es geht nichts über auch mal ein persönlichen Gespräch. Und klar, Beratungsgespräche sind toll, aber mal vor Ort zusammenzusitzen mit Gleichgesinnten, vielleicht mal einen Steuerberater dazu haben, einen Rechtsanwalt, jemand, der direkt vor Ort vielleicht schon lebt seit einigen Jahren oder Jahrzehnten. All das kann dir viel mehr Klarheit für deinen Plan B bringen. Ja, und wenn du eben nach Möglichkeiten suchst, ganz unkompliziert ein Bankkonto zu eröffnen, um dein Vermögen zu diversifizieren, eben Wert auf ein kryptofreundliches Umfeld legst, ein Land mit einem vernünftigen Steuerkonzept, vielleicht kein Steuerparadies, mit einer hohen Lebensqualität, aber zu akzeptablen Preisen. Viele übersehen eben da das Land Serbien. Ich habe es auch lange Zeit übersehen und deswegen jetzt mal diese Reise geplant für einige unserer Mandanten und naja, vielleicht bist du ja dabei. Ja, was erwartet dich eigentlich dann bei unserem Event, bei unserem Seminar vor Ort? Also klar, du wirst natürlich eine ganze Menge Gleichgesinnte kennenlernen, du wirst unseren Partner vor Ort kennenlernen, wir werden da mit Rechtsanwälten, Notaren, Steuerberatern auch Termine organisieren, je nachdem, was du vorhast. Du wirst einen Einblick in die Lebensqualität von Serbien bekommen. Das ist natürlich schon wichtig, auch wenn du heute vielleicht nicht vorhast, dahin auszuwandern. Serbien, beziehungsweise ganz speziell Belgrad, da sehen wir uns ja dann. Belgrad ist einer der ältesten Städte in Europa, hat eine lange Geschichte, reicht bis ins 4. Jahrhundert vor Christi zurück. Die Stadt hat verschiedene Herrscher und Zivilisationen erlebt, darunter die Römer, die Byzantiner, die Osmanen. Und deswegen ist das Land oder die Stadt eben auch reich an Kultur. Also Belgrad ist bekannt für ein pulsierendes Nachtleben, eine vielfältige Kulturszene. Die Stadt bietet eine Vielzahl von Theatern, von Museen, von Galerien, Festivals und naja, das mag für dich interessant sein. Wir haben das jetzt vor kurzem auch besprochen, als wir da, Sebastian und ich, wir waren ja mit ungefähr 30 anderen Gleichgesinnten von dir auf Sansibar, übrigens auch in einem Monat schon wieder, dann auch im Juli und im Oktober wieder, weil das schon eine sehr interessante Location ist für jemanden, der einen Plan B sucht. Da kannst du dir die Videos dazu anschauen. Link fügen wir jetzt hier mit in die Beschreibung ein. Ja, auf so einer Insel. Ich lebe ja auch auf einer Insel. Auf unserer Insel gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Museen. Ne? Und wer jetzt an Kultur sehr interessiert ist, wer das braucht, also Kunst, Kultur, Theater, da mag eben eine alte Stadt mit Geschichte und Tradition im alten Europa durchaus sehr, sehr interessant sein, das mit in seinem Plan B-Konzept zu haben. Abgesehen davon, wie gesagt,
ein großer Vorteil auch, dass Serbien mit dem Auto erreichbar sein kann. Ja, du wirst natürlich Austausch mit Auswanderern, mit Gleichgesinnten dort haben. Du triffst Menschen, die den Schritt schon gewagt haben. Kannst du deine Erfahrungen mit ihnen teilen. Sie teilen ihre Erfahrungen mit dir. Unser Team vor Ort erklärt dir alle Schritte und Formalitäten rund um Visa, Bankkonto, Immobilienerwerb, Firmengründung und eben alle deine Fragen, die du noch hast. Natürlich die Eckdaten, die wirtschaftlichen Eckdaten von Serbien. Vielleicht mag sich der eine oder andere auch für Investitionen interessieren oder für die Sicherheit des Bankwesens und. Also es ist Zeit und Platz für alle deine Fragen. Und steuerlich ist Serbien auch nicht so zu verachten. Wie gesagt, es ist kein Steuerparadies, keine Steueroase, aber nicht so schlecht, wenn man das im Vergleich mit anderen EU-Ländern oder europäischen Ländern sieht. Zumindest für eine Zeit und für einige könnte das ein attraktiver Wohnsitz sein. Bis 50.000 Euro Jahreseinkommen zahlen Freiberufler beispielsweise nur monatlich 250 Euro Steuern und Sozialabgaben. Das ist durchaus nicht zu verachten, wenn man das wieder in Relation mit der hohen Lebensqualität, der Kultur, wie gesagt, dem Lifestyle, den man dort hat, sehen kann. Es gibt keine Gewerbesteuer, keine Vermögenssteuer. Die Einkommenssteuer ist zwischen 10 und 20% nach einem entsprechenden Freibetrag. Und die Körperschaftssteuer, Kapitalerträge, auch Kryptoeinkünfte werden mit 15% besteuert. Nochmal zugegeben, es ist kein Nullsteuerland, keine Steueroase, aber durchaus nicht zu verachten. Eine Stadtbesichtigung haben wir natürlich geplant, auch noch, wer das möchte, ein Abendspaziergang am ersten Abend, wer da rechtzeitig ankommt. Und vielleicht hast du es auch schon gehört, also Serbien hat ja eine lange Tradition in der Weinproduktion. Einige der besten Weine des Landes stammen da aus der Region Fruška Gora. Und ich hoffe sehr, dass unser Partner Marin Ilić da vor Ort uns auch das mal ermöglicht, dass wir da diesen guten serbischen Wein zusammen testen können. Übrigens Nikola Tesla, der berühmte Erfinder und Elektroingenieur, der hat ja serbische Wurzeln, kommt da auch aus dieser Region. Also ist kein Land, das jetzt keine Tradition, keine Geschichte hat und wie gesagt ein Land, das durchaus sehr lebenswert sein kann. Ja, dann haben wir noch ein individuelles Programm, also am zweiten Tag, da ist dann also fakultativ, wer das möchte, kann sich da vielleicht Wohnungen anschauen, die er mieten kann oder Apartmentshäuser, die er kaufen kann, wenn er das möchte, das wird organisiert von uns. Wer möchte, kann die ersten Schritte zum Anmelden eines Wohnsitzes machen, zum Eröffnen eines Bankkontos oder zur Gründung einer Firma. Wir organisieren die entsprechenden Termine. Nochmal meine Bitte, wenn du das vorhast oder es könnte sein, dass es für dich interessant ist, ruf bitte unseren Partner Marin Ilić an oder schreib ihm eine E-Mail, damit er dir genau sagen kann, welche Dokumente du eventuell schon beglaubigt oder übersetzt mitbringen kannst, damit du dort keine Zeit verlierst. Ja, die Kosten für die Reise beginnen ab 578 Pfund für eine Person. Da sind schon 2 Übernachtungen dabei in einem schön traditionellen Hotel in Belgrad, wo auch dann unser Seminar stattfindet. Wer möchte, kommt einen Abend vorher schon auf ein Bier oder auf einen Trink an die Bar. Freuen wir uns, wenn wir uns da schon kennenlernen. Deine Anreise, das Flugticket oder das Taxi sind nicht inklusive, die organisierst du bitte selbst. Aber ich habe schon mal nachgeschaut, also heute gerade nochmal nachgeschaut, ein Flug ab Frankfurt oder Berlin kostet eine Strecke 100 Euro, also hin, zurück 200 Euro. Das ist also kein großer Einsatz, den du da leisten musst. Und wie gesagt, Hotelzimmer haben wir schon reserviert für dich. Es ist immer ein Doppelzimmer reserviert, also wenn du möchtest, kannst du auch gerne eine Bekleidung mitbringen. Das wäre so meine Information zu unserem schönen Event. Wie gesagt, wenn du einen Plan B parat haben willst, schieb das nicht auf die lange Bank. Das ist das, was wir dir immer wieder sagen können. Denn so einen Fahrplan zu erarbeiten braucht einfach Zeit. Und niemals solltest du so einen Plan B irgendwie spontan aus irgendeiner Panik heraus oder aus Angst heraus dann umsetzen, vielleicht schnell und so aus blinden Aktionismus hier mal ein Visa beantragen oder da mal ein Bankkonto öffnen. Komm ins Tun, das ist wichtig, komm ins Handeln. Aber der erste Schritt im Handeln ist einfach etwas zu lernen und sich auszutauschen mit anderen. Klar, das Beratungsgespräch ist natürlich ein guter erster Schritt. Und wir machen das ja schon seit 20 Jahren, dass wir Mandanten helfen, die Steuerlast zu reduzieren, persönliche Freiheit zu maximieren, das Vermögen zu schützen oder neues Vermögen aufzubauen. Aber noch viel besser als ein Beratungsgespräch ist eben einfach, wenn man sich mal persönlich in die Augen guckt, sich mal sieht und mit anderen Gleichgesinnten auch vernetzen kann. Deswegen komm nach Serbien, wenn es dir möglich ist. Wenn nicht, freue ich mich natürlich genauso, dich auch in einem Beratungsgespräch mal kennenzulernen. Und schau doch mal auf unsere Seminarseite, da haben wir eine ganze Reihe andere Events und Seminare, wie gesagt, in einem Monat. Wann ist es? Ende April ist es übrigens, da geht's wieder nach Tansania, nach Sansibar, auch im Juli. Im Mai sind wir in
in Zürich. Wir sind immer zweimal im Jahr in Zürich. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man sich mal sieht. Und wenn all die Termine nicht passen, klick auf den Link zum Beratungsgespräch, dann können wir uns auch mal über deine Fragen, über deine persönliche Situation gern austauschen. In dem Sinn hoffe ich trotzdem, dass wir uns in Serbien sehen und kann nur sagen, bleib fröhlich, komm ins Handeln, komm ins Tun. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.